kind of practice, it doesn't involve hard work. Diese Art von Praxis beinhaltet keine harte Arbeit. It's not like doing prostrations. Es ist nicht wie wenn man Verbeugungen verrichtet. And it's not helped by striving and effort. Und die Praxis wird auch nicht durch Bemühung und Anstrengung unterstützt. But we have to find a kind of balance in it. Oder durch Kampf und Anstrengung unterstützt. Aber wir müssen trotzdem eine Art Gleichgewicht darin finden. The world of Tibetan Buddhism has a lot of references to power. Die Welt des tibetischen Buddhismus hat viele Bezüge zu Macht. Controlling demons, overcoming obstacles, and so on. Dämonen zu kontrollieren, Hindernisse zu überwinden und so weiter. Dzogchen has a different way of looking at the world. Aber Dzogchen hat eine andere Sichtweise auf die Welt. Obstacles, difficulties, demons are held in place by our own investment. Hindernisse, Schwierigkeiten und Dämonen werden sozusagen dort gehalten, wo sie zu sein scheinen, durch unsere eigene Investition. And so, by allowing the flow of existence, everything will go free by itself. Und indem wir den Fluss der Existenz zulassen, wird alles von sich aus befreit sein. It's not about being powerful. Und es geht überhaupt nicht darum, Macht zu haben. Some people have very strong bodies, some people have very weak bodies. Manche Leute haben sehr starke Körper, andere haben sehr schwache Körper. Some people have strong minds or strong personalities, and others are more uncertain and fragile. Manche haben einen sehr starken Geist, eine sehr starke Persönlichkeit und andere sind eher unsicher und zerbrechlich. Some people can speak very powerfully and clearly, and others are more hesitant and uncertain. Manche Leute können sehr kraftvoll und klar sprechen, andere sind eher zögerlich und unsicher. However we are, it's not about changing our energetic pattern into something else. Wie auch immer wir sein mögen, hier handelt es sich nicht darum, unsere energetischen Muster zu verändern in andere Muster. Every possibility of being a human being arises from this primordial ground. Und jede Variation, ein menschliches Wesen zu sein, entsteht aus diesem selben ursprünglichen Grund. So the key point is to attend to the ground of our being as it manifests moment by moment. Der Schlüsselpunkt hier ist wirklich dem Grund unseres Seins beizuwohnen, es zu beachten, wie es von Augenblick zu Augenblick entsteht. So he says that we should stay relaxed and open. Und so heißt es hier im Text, dass man entspannt und offen bleiben sollte. And he says, if thoughts arise from this state, dann heißt es, wenn Gedanken aus diesem Zustand heraus aufkommen, and in this kind of text, when it says thought, it means any kind of experience, sensory experience, feelings, sensations in the body and so on. Und in dieser Art von Texten ist sozusagen der Begriff Gedanke eine Kurzform für jede Art von Erfahrung. Also egal, ob das jetzt Gedanken im eigentlichen Sinne sind oder Empfindungen, Gefühle und so weiter. These thoughts are without foundation or root, so look clearly at the nature of whatever arises. Dann heißt es hier im Text, diese Gedanken haben klarerweise keine sie begründende Wurzel, also schaue in die Natur von allem, was erscheint. So, and this is a reminder, the most basic illumination in Buddhism is the fact of impermanence. Und das ist eine Erinnerung daran und sozusagen die grundlegende Beleuchtung im Buddhismus ist die der Tatsache der Unbeständigkeit, Vergänglichkeit. Even if you feel you can't get into meditation, you can at least attend to the impermanence of the seasons, of your breath coming in and out, of your moods, the flow of your thoughts.
Selbst wenn wir das Gefühl haben, nicht wirklich in Meditation kommen zu können, können wir immer noch beachten, wie die Jahreszeiten vergänglich sind, wie die Situationen vergänglich sind, unsere Stimmungen, unsere Gedanken und so weiter. We're almost at 12 o'clock, so the morning is vanishing. Wir haben es jetzt schon fast 12 Uhr und der Morgen ist am Verschwinden. Then the afternoon will arrive, then the evening. Und dann wird der Nachmittag kommen, dann wird der Abend kommen. We are together here now for a while and then we end and disperse. Wir sind hier zusammen für eine Weile, dann enden wir hier und dann zerstreuen wir uns. And if you just observe the course of your life day by day, you see one thing, then another, then another, then another. Selbst wenn wir einfach nur den Verlauf unseres Lebens beobachten, dann können wir sehen, wie im Laufe unseres Lebens ein Ding nach dem anderen folgt und verschwindet. You look out the window and you see a tree and the wind is moving the leaves. Schauen aus dem Fenster und sehen vielleicht einen Baum, dessen Blätter vom Wind bewegt werden. I'm seeing movement. Ich sehe Bewegung. I can see the tree held fast by my concept, that is a tree. Ich kann natürlich den Baum als sozusagen festgehalten durch mein Konzept als Baum sehen. But the tree as it reveals itself is in movement with the air around it. Aber der Baum, wie es sich tatsächlich enthüllt, ist in Bewegung durch die bewegte Luft. Because just to recap, the first thing is we ignore the ground and then we're left with all this stuff. Um es einfach zu wiederholen, das Erste, was wir tun, ist den Grund, die Basis zu ignorieren und dann, was uns übrig bleibt, ist das ganze Zeug. So ignoring has these two aspects of not attending to and then reifying. Also das Ignorieren hat zwei Aspekte, das heißt nicht wirklich zu beachten, was ist und dann zu verdinglichen. So we make the world solid. Und so machen wir die Welt fest. Our capacity to apply these concepts seems to fix things in place. Unsere Fähigkeit, diese Konzepte anzuwenden, scheint die Dinge sozusagen an ihrem Ort zu fixieren. But of course the application of a concept is a movement. It's dynamic. Aber die Anwendung eines Konzepts ist eine Bewegung, ist dynamisch. The more we appreciate that the whole world, including ourselves and everyone we know, is dynamic. Je mehr wir das würdigen, desto stärker sehen wir, dass die ganze Welt und jeder, den wir kennen, dynamisch ist. Then it's easier to allow the unreliability of phenomena. Und dann ist es einfacher, sozusagen die Unverlässlichkeit der Erscheinungen zuzulassen. People change their mind. Leute ändern ihre Meinung. They speak on the basis of one pattern of thought and feeling, and then that pattern shifts and they say something else. Sie sprechen aufgrund von einem bestimmten Muster von Gedanken und Gefühlen, dann verschiebt sich dieses Muster und dann sprechen sie was anderes. When we get disturbed by this and we say, but you said, Wenn wir dann verstört sind und darauf insistieren, dass jemand das gesagt hat, we have to hear what we're saying. dann müssen wir uns selbst zuhören. You said. Said is the past tense. Du hast gesagt und das ist die Vergangenheitsform. It's gone. Es ist vorbei. So, what are they saying in the present? Was sagen sie in der Gegenwart? This is our freedom to find ourselves expressing our current situation. Darin besteht unsere Freiheit, dass wir die Freiheit haben, unsere gegenwärtige Situation auszudrücken. And part of that brings the freshness of relating. Und ein Teil davon bringt auch die Frische der Bezugnahme auch hervor. Of course we all have patterns and we're predictable to a certain extent. Natürlich haben wir alle Muster und sind bis zu einem gewissen Maß auch vorhersagbar. But that's not the whole story. Zumindest ist es nicht die ganze Geschichte. And if I subsume the potential of your existence into the image that I have created of you, then I'm doing you a great violence. Und wenn ich sozusagen das Muster, was ich von euch habe, sozusagen als das Bild von euch subsumiere und denke, das seid ihr, dann tue ich euch große Gewalt an. So, of course we use concepts, we use categories, but we can use them lightly.
Natürlich benutzen wir Konzepte und Kategorien, aber wir können sie auf eine leichte Weise benutzen. In a consensual way, trying to develop shared patterns of communication rather than converting other people to our already established beliefs. In einer sozusagen mehr konsensorientierten Art und Weise. Und wir können versuchen, die Muster der Kommunikation mehr so zu machen, dass wir miteinander diesen Konsens teilen, statt zu versuchen, andere in unsere vorgefassten Glaubensvorstellungen konvertieren zu wollen, bekehren zu wollen. In my own experience is that by attending to the facticity of impermanence, moment by moment, it loosens us a great deal. Und meine eigene Erfahrung, sagt James, ist die, dass wenn ich der Tatsächlichkeit dessen, was sich Augenblick für Augenblick enthüllt, beiwohne, sie beachte, dann hat das eine große Macht, einen aufzulockern, zu entspannen. And this supports the practice of meditation when we find time to do it. Und das unterstützt wiederum die Praxis der Meditation, wenn wir Zeit haben, sie zu machen. And it helps us see what you just said, that thoughts are without foundation or root. Und das hilft uns wiederum zu erkennen, was gerade im Text gesagt wurde, dass die Gedanken keine begründende Wurzel haben. So it says, without accepting or rejecting, remain relaxed and open. Ohne zu akzeptieren oder abzulehnen, bleibe entspannt und offen. There's nothing to be done. Das heißt, es gibt nichts zu tun. This is a great relief. Das ist eine große Erleichterung. Then he says, if you practice too intensely, the problem of many wild, excited thoughts will develop. So remain loose and free. Und dann heißt es weiter, wenn du zu intensiv praktizierst, wird das Problem von vielen wilden Gedanken und Vorstellungen aufkommen, und so solltest du locker und frei bleiben. Striving and pushing ourselves won't bring any advantage. Das Streben oder Kämpfen und sich selbst sozusagen drängeln bringt keinen Vorteil. Because the whole idea is collaboration. Denn die ganze Idee hier ist die Zusammenarbeit. We're being with the mind as it is. Das Zusammensein mit dem Geist, wie er ist. So when you have an idea, I want to get enlightened, or I need to purify my mind, Wenn wir also die Idee bekommen, ich möchte Erleuchtung finden oder ich muss meinen Geist reinigen, then something strange is happening. dann wird etwas Seltsames passieren. I need to purify my mind. Ich muss meinen Geist reinigen. The logic of such a sentence would indicate that I am not my mind. Die Logik eines solchen Satzes indiziert, dass ich nicht mein Geist bin. And that my mind is some kind of possession, like a dog that keeps rolling in the dirt. So, als ob unser Geist eine Art Eigentum von uns wäre, wie ein Hund, der ungehörigerweise sich ständig im Dreck wälzt. Oh, my mind's all over the place. I don't know what's going on. Oh, mein Geist ist überall und nirgends und ich weiß nicht, was vor sich geht. From the point of view of Dzogchen, this is a completely mad way of thinking. Vom Standpunkt des Dzogchen ist es eine völlig verdrehte, verrückte Art und Weise zu denken. Because it's an accurate situation of the egoic notion, which is my mind, what I take my mind to be is the content of my mind. Das ist natürlich schon eine korrekte Beschreibung dessen, was die egoistische Vorstellung von meinem Geist, nämlich als den Inhalt meines Geistes ist. So he's saying, don't get caught up in the content of the mind. Was es also heißt, ist, verwickle dich nicht in den Inhalt deines Geistes. There's nothing to strive for, there's nothing to improve. Es gibt nichts, wonach du streben müsstest und nichts, was du verbessern müsstest. If you find yourself having what you would take to be unpleasant thoughts, Wenn du also findest, dass du etwas hast, was du als unangenehme Gedanken betrachtest, maybe cruel thoughts or selfish thoughts or exploitative thoughts, vielleicht brutale Gedanken oder egoistische Gedanken, jemanden auszubeuten, we might get a counter move in our mind that says, I don't want to be like this. dann könnte es sein, dass wir eine Gegenbewegung in unserem Geist erschaffen, die sagt, ich will nicht so sein. Which leads to the conclusion, something must be done. Und das führt natürlich zu der Schlussfolgerung, etwas muss unternommen werden. But this is the ego claiming ownership of the mind.
Aber das ist nur das Ego, das sozusagen Besitzansprüche an den Geist stellt. I don't want my mind to be like this. Ich will meinen Geist nicht so haben. My mind, Mein Geist. it should be disciplined. Ein Geist sollte Disziplin haben. I'm in charge. Und ich bin verantwortlich. This is a fundamental illusion. Und das ist eine grundlegende Illusion. And this is the tail wagging the dog. Das ist der Schwanz, der mit dem Hund wedelt. Let the mind be as it is. Lass den Geist so sein, wie er ist. The quality of the mirror is not defined by the content of the reflection. Die Qualität des Spiegels wird nicht durch die Qualität der Spiegelung oder durch die Eigenschaften der Spiegelung definiert. What we're concerned with in the practice is to get more sense of the clarity or the illuminating power of the mirror, that its capacity to show reflections. Womit wir uns in der Praxis mehr befassen, ist seine Klarheit, seine beleuchtende Fähigkeit, sozusagen Spiegelung zu zeigen. From that point of view, it doesn't matter what the content is. Und von diesem Standpunkt aus betrachtet, spielt es überhaupt keine Rolle, was der Inhalt ist. Of course, when you get off the meditation cushion and you're going to be with other people, the patterning of how you express yourself becomes very important. Natürlich, wenn man vom Kissen aufsteht und mit anderen Leuten sozusagen wechselwirkt, dann ist die Art und Weise, welche Muster man bildet in der Kommunikation mit anderen, sehr wichtig. But the paradoxical experience is that the more you allow the mind to be however it is, the more ethical and precise your relating to others can be. Aber die paradoxe Erfahrung ist, dass je mehr man dem Geist gestattet, so zu sein, wie er ist, desto stärker kann man in dem Umgang oder in der Beziehung zu anderen ethisch und präzise sein. Because he just said, without accepting or rejecting. Denn es hieß gerade im Text, ohne akzeptieren oder ablehnen. So if some mean thought keeps repeating itself in your mind, Wenn also ein enger Gedanke, ein schlechter Gedanke sich in unserem Geist immer wieder wiederholt, maybe a hate-filled thought about a colleague at work who you don't like, vielleicht ein hasserfüllter Gedanke über einen Kollegen in der Arbeit, den man nicht mag, we don't have to get rid of it. wir müssen den ja nicht loswerden. But on the other hand, we're not merging into it and believing it. Auf der anderen Seite verschmelzen wir mit ihm auch nicht und glauben an ihn. If you believe in it, if you invest it with your mental energy, then it is likely to lead to behavior which is antagonistic towards that person. Wenn man an ihn glaubt und ihn mit Energie investiert, diesen Gedanken für uns dann verstärkt, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass wir dann auch im Verhalten zu einem antagonistischen Verhalten zu dieser Person gelangen. But the middle way is just relaxed and open. Aber der mittlere Weg ist hier entspanne dich und öffne dich. The thought reveals itself as an unactivated potential. Der Gedanke enthüllt sich selbst oder offenbart sich selbst als ein nicht aktiviertes Potenzial. You open the cupboard in your kitchen, Du öffnest den Küchenschrank and there is a packet of chili powder. und da ist ein Päckchen Chilipulver. If you don't put it in the dish won't be hot. Wenn du das nicht in die Speise reintust, wird die Speise auch nicht scharf sein. It's sitting in the packet, on the shelf, in the cupboard. Es sitzt da einfach auf dem Brett, in dem Regal, im Küchenschrank. It's there, but it's not causing any trouble. Es ist da, aber es verursacht keine Schwierigkeiten. The thought arises in the mind, it's just passing through. Der Gedanke entsteht im Geist und geht durch ihn hindurch. Oh, I don't want that chili, it's very hot. Ich will dieses Chili nicht, das ist sehr scharf. Chili powder doesn't jump out of the packet and into your mouth. Aber Chilipulver springt ja nicht aus dem Päckchen und dann in unseren Mund hinein. The thought can't catch you unless you are available to be caught by the thought. Der Gedanke kann uns nicht fangen, solange wir nicht dafür verfügbar sind, von dem Gedanken gefangen zu werden. This is where the meaning of karmic tendency comes up. Und das ist der Punkt, an dem die Bedeutung von karmischen Tendenzen aufkommt. Because we have, for many
years and indeed for many lifetimes been practicing catching thoughts. Denn wir haben seit vielen Jahren oder in Wahrheit vielleicht sogar seit vielen Lebenszeiten nichts anderes geübt als das Fangen von Gedanken. It seems as it were natural and almost inevitable that if the thought's there, we would give it our involving attention. Es scheint für uns sehr natürlich und fast eigentlich auch unvermeidlich, dass wenn ein Gedanke da ist, dass wir ihn fangen und ihm sozusagen eine gelebte Beachtung schenken. But again, we have to come back to the balance of the middle way. Und wieder müssen wir zu dem Gleichgewicht des mittleren Weges kommen. Being with, but not merging into, nor falling away from. Damit zusammen sein, aber nicht damit zusammen verschmelzen und auch nicht sich davon zu distanzieren. And he says, if you are too relaxed, the problem of sinking and dullness will develop. So remain alert in the presence of awareness. Und dann heißt es, wenn man zu entspannt ist, dann wird das Problem von Absinken und Drowsiness. Dullness? Ich habe Drowsiness verstanden. Okay. Drowsiness, yeah, like light sleepiness. Drowsiness, Sort of Dullness, falling. ja. Dann wird das Problem von Absinken und Schläfrigkeit, so ist das richtige Wort, ja, aufkommen. Also bleibe wach und gegenwärtig. So it's relaxed and present. Also hier geht es um die Kombination von entspannt, aber auch gegenwärtig. The way someone would stand in martial arts. Jemand steht so in den Kampfkünsten. They're able to respond, but they're not wired up. Sie sind fähig zu reagieren, aber sie sind nicht wie aufgedreht. To be wired up is already to be pre-positioned. Wenn man schon aufgezogen ist, dann ist es so, als würde man schon von hinein eine bestimmte Position eingenommen haben. This is unhelpful. Und das ist nicht hilfreich. So we're available. Wir sind verfügbar. Again, how do we find that? Well, our energy, which is influenced by the balance of the 5 elements, will be part of that. Wie werden wir das erreichen können? Wie werden wir das finden können? Nun, unsere Energie, die ja auch ein Aspekt der 5 Elemente ist, wird ein Bestandteil davon sein. If we ask, but how can I do it? Wenn wir dann aber fragen, wie kann ich das machen, I think the only honest answer is, well, you will have to find your way. dann wird wohl die einzige ehrliche Antwort sein, nun ja, du wirst deinen eigenen Weg finden müssen. If it was an engineering problem about how to repair something in a car, that would be another matter. You look up the manual and you get the new part and replace it. Wenn das sozusagen ein maschinenbauliches Problem wäre, irgendwas zum Beispiel im Auto zu reparieren, dann wäre das eine ganz andere Geschichte. Da müsste man das Manual anschauen, man müsste das Ersatzteil beschaffen und dafür sorgen, dass es eingebaut wird. But we are dynamic. We are moving, influenced by events around us. Aber wir sind dynamische Wesen, wir sind in Bewegung und wir werden von Ereignissen um uns herum beeinflusst. So if you're doing your practice and you're quite tired, Wenn wir also zum Beispiel praktizieren und ziemlich müde sind, that will bring a flavor into it. dann wird diese Müdigkeit einen gewissen Geschmack hineinbringen in die Praxis. You probably need to consciously bring your attention back again and again. Dann wird man vermutlich bewusst seine Aufmerksamkeit zurück und wieder zurückbringen müssen. If you just had a holiday and you feel fresh, you wouldn't have to do that. Wenn man gerade Ferien hat und sich erfrischt fühlt, dann wird man das nicht tun müssen. So we have to work with the circumstances of ourselves. Wir müssen also mit den Umständen unserer selbst arbeiten. How should we do that? Wie sollen wir das machen? Well, you have to find out how you are. Du musst herausfinden, wie du gerade bist. It's like if you're learning to ride a horse. Bisschen wie wenn man lernt zu reiten. Ride a horse is one thing, but riding this horse is another. Ein Pferd zu reiten ist eine Sache, aber dieses Pferd zu reiten ist eine andere Sache. Some horses are very moody. Manche Pferde sind sehr launisch. Some are frisky and they like to play games. Manche sind so sehr beweglich und mögen gerne Spiele spielen.
some horses have kind of given up and they don't really care. Manche sind so ein bisschen schon resigniert und es ist ihnen egal. But you can't always predict. Aber man kann es nicht immer vorhersagen. So it's a new encounter. Es ist eine neue Begegnung. And so you find your seat on the horse. Das heißt, du musst einen Sitz auf dem Pferd finden. If the horse doesn't really want you on it, you have to kind of really be attentive. You can't take it for granted. Wenn das Pferd einen nicht wirklich auf sich dulden möchte, dann muss man wirklich aufmerksam sein und man kann seinen Sitz da oben nicht für garantiert halten. Oh, when we talk about the mind being naked and fresh, it also means that you can't know in advance how it's going to be. Wenn wir also davon reden, dass der Geist immer offen und frisch ist, dann heißt das unter anderem auch, dass wir nicht von vornherein wissen können, wie er dann sein wird. So we have to be attentive. Also müssen wir aufmerksam sein. This is not a punishment. Und das ist keine Bestrafung. When we are attentive, we a little bit more alive. Wenn wir aufmerksam sind, sind wir auch ein bisschen lebendiger. It's quite nice to be alive. Und es ist schön, lebendig zu sein. Sleeping your days away is not so rewarding. Die eigenen Tage sozusagen wegzudösen, ist nicht so lohnend. So when we sit to practice, this is new. Wenn wir uns also zur Praxis hinsetzen, dann ist sie neu. What will come, we don't know. Was kommen wird, wissen wir nicht. The basis of the practice is to be open and present with whatever arises. Die Basis für die Praxis ist offen und bewusst zu sein, gewahr zu sein, was immer erscheint. Sad moods, happy moods, erotic feelings, whatever it is, arise and pass. Traurige Stimmung, fröhliche Stimmung, neurotische Gedanken, was immer es ist, es kommt und geht. This is the central point of the instruction. Das ist der zentrale Punkt der Instruktionen. Sometimes our mind is very heavy. Manchmal ist unser Geist sehr schwer. There's no need to find an antidote. Und es gibt keinen Grund dafür, ein Gegenmittel zu suchen. Whether the mind is angry or lazy. Ganz gleich, ob der Geist zornig oder faul ist. The one true Dzogchen instruction is stay present with the mind however it is. Die einzige wahre Dzogchen-Instruktion hier ist, bleibe gegenwärtig mit dem Geist, wie immer er auch sein mag. Once you start adjusting, you are involved in artificiality. Sobald wir anfangen, sozusagen anzupassen, herumzubasteln, sind wir schon in Künstlichkeit involviert. Artificiality is appropriate when the task is to alter the patterning of energy. Künstlichkeit ist angemessen, wenn die Aufgabe vor uns darin besteht, das Muster von Energie zu verändern. So in the Tibetan tradition there are mantras and practices for stopping the rain or starting the rain. Zum Beispiel in der tibetischen Tradition gibt es Praktiken und Mantras, um den Regen entweder zu stoppen oder auch herbeizuführen. Doing all sorts of things. Also für eine ganze Menge verschiedener Aktivitäten. This is working with energy. Das ist alles Arbeit mit Energie. When you do these big ritual puja practices, wenn man diese großen rituellen Puja-Praktiken verrichtet, they're called the trinli, which means activity. Dann werden diese Praktiken alle unter dem Begriff Chinle, also Aktivität, subsumiert. And they function to perform one of the four main activities. Und sie haben die Funktion, eine der 4 Hauptaktivitäten auszuüben. Pacifying, increasing, overawing and destroying or strongly controlling. Also die Aktivität des Befriedens, die Aktivität des Vermehrens, die Aktivität des Überwältigens und die Aktivität des Zerstörens oder des starken Kontrollierens. All of these are very valid. Und das alles hat seine Gültigkeit, for changing the pattern of energy. Um Muster von Energie zu verändern. But in Dzogchen, we are focused on awakening to the intrinsic integration of the ground and the field of manifestation and the moments of manifestation. Im Dzogchen sind wir aber eher an einer intrinsischen Integration interessiert des Grundes, des Manifestationsfeldes und des Augenblicks der Manifestation.
and therefore manipulating energy is not our primary concern. Und daher ist das Manipulieren der Energie nicht unser primäres Ziel. If we see our mind in the sense of if we see that we are our mind, Wenn wir unseren Geist sehen können, in dem Sinne, dass wir erkennen können, dass wir unser Geist sind, because you cannot see it as an object. denn wir können ihn ja nicht als ein Objekt sehen. But when you awaken to the fact that you are this open awareness, Wenn du also zu dieser Tatsache erwachst, dass du diese offene Bewusstheit bist, then because all experience manifests from that ground, this gives you access to all the different kinds of activity. weil alle Aktivitäten sozusagen aus diesem Grund entstehen, gibt uns diese Erkenntnis auch den Zugang zu allen Arten von Aktivität. So in the image we have of Padmasambhava, the great yogi who brought Tantric Buddhism and many of the Dzogchen teachings to Tibet, Also in dem Bild von Padmasambhava, dem großen Yogi, der tantrische Lehren und viele der Dzogchen-Lehren nach Tibet brachte, he is famous as having 8 manifestations. er ist berühmt dafür, 8 Manifestationen zu haben. That he could show different forms under different circumstances. Dass er nämlich unter verschiedenen Umständen sich in verschiedenen Formen zeigte. We also do this. Auch wir tun das. If you are a mother, then you probably have a job, you might have a partner, so you're a lover and a mother and a worker, and you're also the child of your parents. Wenn wir eine Mutter sind, dann haben wir wahrscheinlich auch noch einen Job und haben einen Partner und auf diese Weise sind wir dann sozusagen Mutter und Arbeiter und Liebhaber und wahrscheinlich sind wir auch noch das Kind unserer Eltern. So when the child comes home from school, you're constellated, your energy forms in a particular pattern which it wouldn't do if you were talking with your own parents. Wenn also unser Kind von der Schule nach Hause kommt, dann wird sich unsere Energie konstellieren, konfigurieren in einem bestimmten Muster, das vermutlich nicht entstehen würde, wenn man zu den eigenen Eltern sprechen würde. The more fully we can allow ourselves to flow into the different roles we have in life, the more it opens up the rich variety of our performativity. Je vollständiger wir uns gestatten können, in die verschiedenen Rollen, die wir im Leben haben, hineinzufließen, desto stärker öffnet das unsere Fähigkeit, Dinge auszuführen. For Padmasambhava, because he could see that his mind was not a thing, there was a freedom to express more. Padmasambhava, der sehen konnte, dass sein Geist nicht ein Ding ist, gab es die Freiheit, mehr auszudrücken. Which is why many yogis said, including Milarepa, if you awaken to your own mind in the morning, you're a Buddha in the morning. If you awaken to it in the evening, you're a Buddha in the evening. Und das ist der Grund, warum viele Yogis, Milarepa eingeschlossen, gesagt haben, dass wenn du sozusagen deine Buddha-Natur, deine Natur des Geistes am Morgen erkennst, bist dein Buddha am Morgen. Wenn du sie am Abend erkennst, bist dein Buddha am Abend. In the Tibetan language, the word for Buddha is Sangye. In der tibetischen Sprache ist das Wort für Buddha Sangye. Sang means purified and Gye means spreading or increasing. Und Sang bedeutet gereinigt und Ge bedeutet sich ausbreitend, sich vermehrend. It means all faults are removed, all good qualities manifest. In anderen Worten, alle Fehler sind beseitigt und alle guten Qualitäten manifestieren sich. By seeing this empty ground of your own being, there's the natural purification, the primordial purification of emptiness. Wenn man also den ursprünglichen Grund, wenn man den offenen Grund des eigenen Seins erkennt, sieht, dann findet eine natürliche Reinigung, eine ursprüngliche Reinigung durch Leerheit statt. Abiding in that open state, there is no limitation, and so all good qualities naturally arise. Und wenn man in diesem offenen Zustand verweilt, dann gibt es da keine Begrenzung und so können alle guten Qualitäten auf natürliche Weise aufkommen. So this very simple practice is enough. Sodass also diese einfache Praxis genug ist. There are many other practices that you can do. Es
Es gibt viele andere Praktiken, die man machen kann. but this is the least doing kind of practice there is. Aber das ist die sozusagen am wenigsten tuende Praxis, die es überhaupt gibt. In Dzogchen there are many doing practices as well. Auch Dzogchen hat viele sozusagen Tu-Praktiken, Mache-Praktiken zur Verfügung. Practices of the body, the voice, the mind, and so on. Verschiedene Praktiken des Körpers, der Stimme, des Geistes und so weiter. Are they necessary? Sind die notwendig? No. Nein. Why are they there? Warum sind sie da? Because they seemed a good idea at the time. Weil es zu dieser Zeit eine gute Idee zu sein schien. Sometimes on the television they have these programs about hoarders. Oh. Hoarders, people who keep everything in the house, like Oh, ja. piles of newspapers and so on. Ja, manchmal gibt es so in den Nachrichten Bilder von Leuten, die sozusagen alles gehortet haben. If you want to learn about hoarding, you have to look at Tibetan Buddhism. Wenn du was über dieses Ansammeln lernen willst, dann musst du dir den tibetischen Buddhismus angucken. They don't let go of anything. Sie mögen es nicht, irgendetwas wieder loszulassen. Every word by every Lama is written down and put in a book. Jedes Wort von jedem Lama wurde wie aufgeschrieben und in irgendein Buch reingetan. The old monasteries are full of stacks and stacks of tankas. Nothing can get thrown away. Alte Klöster haben Stapel und Stapel von Tankas, die nicht wegschmeißen wollen. And why should it? It's all sacred. Und warum sollten sie? Denn es ist alles heilig. But it does mean that there's then a lot of stuff. Aber dann heißt es auch, dass man eine Menge Zeug hat. And it's all important, Alles ist wichtig, but is it important for us? aber es ist für uns wichtig. Once you start making all the different practices important, you become very, very small. Wenn man all diese Praktiken alle anfängt wichtig zu machen, dann wird man selbst sehr, sehr klein. It's not about being big or small, but it's about recognizing your own nature. Aber hier geht es nicht darum, ob man groß oder klein ist, sondern es geht darum, die eigene Natur zu erkennen. So certainly the teaching I have received from different lamas is the main thing: relax and be present. And again, be present. And whenever you're distracted and you become aware, return to what is occurring. Und ganz sicher sind alle die Unterweisungen, die ich von den vielen Lamas bekommen habe, die öffne dich und entspanne und sei gegenwärtig. Und sei gegenwärtig und sei gegenwärtig. Und wenn du mal abgelenkt bist und dir dessen gewahr wirst, kehre zurück und sei gegenwärtig. So, generally there are two kinds of obscuration. Allgemein gesprochen gibt es zwei Arten von Verdunklung. The first is the obscuration of the afflictions or the poisons, stupidity, anger, desire, pride and jealousy. Die eine Art sind die Verdunklung der Geistesgifte oder der Plagen, Geistesplagen von Dummheit, von Begierde, Zorn, Stolz und Eifersucht. And we looked at these on Friday night. Und wir haben darüber schon am Freitagabend gesprochen. And the second classification of obscurations is the obscuration of the cognizables. Und die zweite Klassifizierung von Verdunklung ist die Verdunklung von dem Erkennbaren. That is to say, knowledge itself creates obscuration. Mit anderen Worten, Wissen selbst erzeugt auch Verdunklung. Because if we use knowledge to apprehend the world, to take hold of the world, Denn wenn wir das Wissen dazu verwenden, um uns die Welt anzueignen, sozusagen sie zu ergreifen, we think we've got something, we think we've established something. denken wir, dass wir etwas bekommen haben, dass wir etwas begründet haben. But that very orientation ignores the nothingness which is inseparable from the something. Aber diese Orientierung selbst ignoriert sozusagen das Nichts, das untrennbar von diesem Etwas ist. And so you get reification, objectification, solidification. Sodass wir Verdinglichung, Objektivierung, Verfestigung bekommen. And while this is quite potentiating, quite energizing to the ego,
Während das natürlich schon das Ego sozusagen seine Potenz und Energie erhöht, it embeds us in misapprehension. bettet es uns trotzdem in einem Fehlverstehen ein. Because apprehension is always misapprehension. Denn dieses Verstehen oder sich aneignen ist immer Fehlverstehen. When you think you've got something, Man denkt, dass man etwas bekommen hat, you haven't got it. dann hat man es nicht bekommen. So, I have a watch, Ich habe hier eine Uhr, it's my watch. meine Uhr. We know what a watch is. Wir wissen, was eine Uhr ist. So each of us here can apprehend the watch. We can take hold of it with our mind. We know it's a watch. Also kann jeder von uns sozusagen mit seinem Geist diese Uhr sich einverleiben, ergreifen. Wir wissen, was eine Uhr ist. But as we looked before, what we see is not a watch. Aber als wir schon zuvor besprochen haben, was wir hier sehen, ist nicht eine Uhr. What we see is shape and color, Was wir sehen, ist Form und Farbe. which we organize through the concept of the watch, Und dieses organisieren wir im Konzept einer Uhr. which is a concept we learned in our childhood. Und das ist ein Konzept, das wir in unserer Kindheit gelernt haben. And then we learned how to tell the time. Und dann haben wir gelernt, wie man die Zeit ablesen kann. So we have a body of knowledge, a body of expertise, which we apply to this thing I'm holding in my hand. Wir haben also einen gewissen Korpus an Wissen und Expertise, die wir auf dieses Ding, was ich da in meiner Hand halte, anwenden. So the watch is co-created by the movement of our mind. Sodass die Uhr sozusagen gemeinsam mit der Bewegung meines Geistes mit erschaffen wird. But that active participation in the emergence of the world is hidden by our own knowledge, our own certainty, this is a watch. Aber diese aktive Teilnahme in der Erschaffung der Erscheinung der Welt versteckt sich sozusagen in unserer Sicherheit, in unserer sicheren Annahme, dass das eine Uhr ist. Because our way of knowing says the watchness of the watch is in the watch. Denn unsere Art und Weise zu wissen ist zu sagen, die Urhaftigkeit der Uhr steckt in der Uhr. The watch just is a watch in itself. Die Uhr ist sozusagen in sich selbst eine Uhr. So that's the obscuration of the cognizable. Und das ist das, was man als die Verdunklung des Zu-Wissenden bezeichnen kann. That the mental clarity which we seem to arrive at by knowing this is a watch Dass die mentale Klarheit, zu der wir scheinbar gelangen, indem wir wissen, dass das eine Uhr ist, which is an orientation we use to illuminate everything we have in the mind. und das ist natürlich eine Orientierung, die wir dazu gebrauchen und benutzen, um alles, was wir im Kopf haben, zu beleuchten. It's very important to know what the various things are. Für uns ist es sehr wichtig zu wissen, was die verschiedenen Dinge sind. If you're in an operating theatre, the surgeon needs to put out his hand and the nurse puts the implement in the hand. Wenn man in einem Operationssaal ist, dann muss der Chirurg sich darauf verlassen können, dass er einfach die Hand ausstrecken kann und die Schwester dann das richtige Werkzeug in seine Hand legt. If the surgeon calls out for something, then she knows what she's calling for and the nurse needs to provide that tool at that moment. Wenn also die Chirurgin schreit, was sie gerade braucht, dann weiß sie, was sie schreit und auch die Schwester muss dann sofort wissen, was gerufen wurde. The nurse said, it's interesting that you choose to call this piece of metal by that name. Wenn aber die Schwester dann sagt, oh, das ist wirklich interessant, dass du es gewählt hast, dieses Stück Metall mit diesem Namen zu bezeichnen. Together they have an interesting discussion as the patient fades away. Dann haben sie zusammen eine interessante Diskussion, während der Patient sozusagen da vor sich hin wegdriftet. So the efficiency of our world operates on the basis that we allow these assumptions to be the case. Und die Effizienz unserer Welt, die funktioniert natürlich auf der Grundlage, dass wir uns gestatten, dass unsere Annahmen sozusagen auch tatsächlich zutreffen. And if we're going to function in the world, we have to learn to use these assumptions, these categories. Und wenn wir natürlich in der Welt einigermaßen funktionieren wollen, dann müssen wir diese Kategorien und diese Annahmen beherrschen. And yet, there
not self-existing in the way they're normally taken to be. Und doch sind sie nicht aus sich selbst heraus bestehend in der Art und Weise, wie wir sie normalerweise dafür halten. But we can also be aware of our part in the generation of the seemingly self-existent object. Aber wir können uns natürlich dessen bewusst sein, welchen Anteil wir bei der Generierung dieses scheinbar selbst existenten Objekts spielen. Which again takes us away from a static reading of self-existing entities Und das bringt uns wieder weg von dieser statischen Interpretation von selbstexistenten Dingen to a dynamic domain of participation and interaction. zu einem mehr dynamischen Bereich von Teilnahme und Wechselwirkung. So when I say this is a watch, Wenn ich also sage, das ist eine Uhr, it's not a conclusion about the object. ist das keine Schlussfolgerung über das Objekt, It's a gesture of revelation. This is a watch. ist eher eine Geste der Enthüllung. Das ist eine Uhr This is an ornament. und das ist ein Schmuck This is a weapon. und das ist eine Waffe. There are many possibilities. Und da gibt es viele Möglichkeiten. But when we say this is a watch, Wenn wir aber nur sagen, das ist eine Uhr, it involves an organizing of the potential of the object into a particular formation for use in this moment. dann beinhaltet das die Organisierung des Potenzials dieses Objekts in eine bestimmte in ein bestimmtes Muster, das eben für den Augenblicksgebrauch gedacht ist. The fact that we're using this as a watch in the moment doesn't cut it off from its potential. Die Tatsache, dass wir dies hier als eine Uhr im Augenblick benutzen, schneidet es nicht von seinem ganzen Potenzial ab. And that potential is grounded in its emptiness Und dieses Potenzial gründet sich in seine Leerheit or its openness. oder seine Offenheit. The fact that whatever signs or interpretations we apply to make sense of what is in my hand Die Tatsache, dass wir, was immer wir an Zeichen oder Interpretationen anwenden auf das, was in meiner Hand ist, or what is in my hand is never finally defined by any sign. führt nicht dazu, dass dies, was ich in der Hand halte, tatsächlich endgültig durch irgendein Zeichen definiert wird. It's available for a new interpretation. Es ist auch für eine neue Interpretation verfügbar. So the famous thing of Marcel Duchamp bringing a urinal into an art gallery to show as an object. Eine berühmte Sache ist von Marcel Duchamp, der ein Urinal in eine Galerie brachte, um es als Kunstobjekt zu zeigen. Sudden shock. Sicherlich schockierend. What is that? Was ist denn das? It is what it is. Es ist, was es ist. If you say it's a urinal, then it shouldn't be in the art gallery. If you say it's an art gallery, you can't put it back in the public toilet because it now is worth a lot of money. Wenn man sagt, das ist ein Urinal, dann sollte man nicht in der Kunstgalerie sein. Und wenn man sagt, das ist ein Kunstobjekt, dann kann man das Ding nicht mehr in die Toilette schrauben, weil das jetzt plötzlich einen Haufen Geld wert geworden ist. So this again is what we can observe in our lives moment by moment. Das wieder ist etwas, was wir in unserem Leben Augenblick für Augenblick beobachten können. You are the co-constructor of your world. Wir sind Mitkonstrukteur unserer Welt. You're not the master of events, Wir sind nicht der Meister dieser Ereignisse, but neither are you the slave or servant of events. noch sind wir Sklave oder Diener dieser Ereignisse. We participate, we take our place. Wir nehmen teil, wir ergreifen unseren Platz. And if we watch the tides or the pulsations of life, Und wenn wir die Tiden oder Pulsationen des Lebens beobachten, sometimes there is a permission to expand and take up more space, and other times there is a clear indication we should retreat or relax and close down a bit. dann gibt es manchmal die Phase der Erweiterung, des Größerwerdens, des mehr Raumeinnehmens. Und dann gibt es aber auch Umstände, unter denen es angezeigter ist, sozusagen zurückzuweichen und zu entspannen und mehr in sich selbst zu gehen. Giving way to other people is also participation. Zum Beispiel anderen auch den Weg freizugeben, ist auch eine Form von Teilnahme.
listening is as much participation as speaking. Das Zuhören ist genauso viel Teilnahme wie Sprechen. Generally in Buddhism they put a lot of emphasis on the teacher. Im allgemeinen Buddhismus wird eine ganze Menge Betonung auf den Lehrer gelegt. But the really important thing is the listener, the learner. Aber der wirklich wichtige Teil hier ist der Zuhörer, der lernt. Without the learner, talking would be ridiculous. Ohne den Lernen wird das Sprechen lächerlich. Teaching and learning come together, they are co-emergent. Das Lehren und das Lernen sind koemergent, sie kommen zusammen. It creates a field of participation. Und es schafft ein Feld der Teilnahme. Everybody is present. Und jeder ist gegenwärtig. Each mode of participation is valid. Und jeder Modus der Teilnahme ist gültig. We all have value. Wir alle haben Wert. This is the meaning when it says that we exist in a state of equanimity, or that all phenomena have one taste. Und das ist die Bedeutung dessen, wenn man sagt, alles existiert in einem Zustand von Unparteilichkeit, oder man kann auch sagen, alle Phänomene haben den gleichen Geschmack. Because our lives are these pulsations. There's cooking and eating. Denn unsere Leben haben diese Pulsationen, da ist Kochen und da ist Essen. To have one without the other would be ridiculous. Das eine haben zu wollen oder das andere ist lächerlich. So in that way, however we are participating. In dieser Weise, wie auch immer wir sind Teilnehmer. This evening I get on a plane. Heute Abend werde ich im Flugzeug sein. Sometimes I feel being invited to be like a cow. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich eingeladen worden, eine Kuh zu sein. And being coerced through the metal cage into some horrible abattoir. Als würde ich praktisch durch ein Metalltor gezwungen werden in ein fürchterliches Schlachthaus. And I notice with my seat number I have a special privilege of being in the middle seat. Mit meiner Sitznummer weiß ich schon jetzt, dass ich das besondere Privileg habe, in einem mittleren Sitz zu sitzen. And in situations like that, it's quite easy to feel not exactly a victim, but somehow that you're being done to. Und das ist die Situation, und es ist nicht schwer, jetzt vielleicht nicht übertriebenerweise sich als Opfer zu fühlen, aber das Gefühl zu haben, irgendetwas ist mir hier angetan worden. That you have to fit in. Dass du dich sozusagen da hineinfügen musst. And this is exactly right. Und das ist richtig. But fitting in is part of life. Aber dies sich hineinfügen ist auch ein Teil des Lebens. So if we allow it, we think, oh, all I have to do is fit in. Wenn wir uns das gestatten und sehen, weil alles, was ich zu tun habe, ist mich hineinfügen. I am actively participating by being passively adaptive. Und dann partizipiere ich, nehme ich teil, aktiv, indem ich passiv anpassungsfähig bin. Because I'm giving myself into the particular choreography of this situation. Denn ich überlasse mich dieser bestimmten Choreografie der Situation. And each airline has its own particular way of setting out the dance. Und jede Luftfahrtgesellschaft hat so ihre eigene besondere Art und Weise, den Tanz zu inszenieren. At EasyJet, they have decided that sitting is not so helpful for people, so they always keep you standing in a queue for a long time. Zum Beispiel bei EasyJet haben sie sich entschlossen, dass das Sitzen nicht besonders gesund für die Leute ist, und deswegen lassen sie einen dann für lange Zeit in einer Schlange stehen. In British Airways, they have decided that the movement towards democracy and equal rights has gone too far. Bei den British Airways hat man entschieden, dass die Bewegung für Demokratie und gleiche Rechte zu weit gegangen ist. So they let you on board according to your class distinction. First class, then business class gold bar, business class silver bar, bronze bar. Und sie lassen einen an Bord gemäß den verschiedenen Klassenzugehörigkeiten, also erste Klasse zuerst, dann die Business Class, und aber nicht einfach so, sondern erst die mit dem goldenen Abzeichen, dann die mit dem silbernen Abzeichen, dann die mit dem bronzenen Abzeichen. All of these are situations where we can be alert, alive, present. All das sind Situationen, in denen wir
wach, lebendig und präsent sein können. rather than entering into judgment about them and seeing more efficient ways things could be done. Statt über sie in Urteilen zu treten und sich effizientere Arten und Weisen auszudenken, wie die Sachen geregelt werden könnten. This is a situation where the system is showing the earth element, Das ist eine Situation, in der das System das Erdelement zeigt. non-negotiable. Es ist nicht verhandelbar. So I must enter into the water element and flow into the shaping provided. Also muss ich selbst in das Wasserelement eintreten und in die Formen und Gestalten, die vorgesehen worden sind, hineinfließen. Then it's much easier. Dann ist es viel einfacher. So this is how the practice can allow us to participate in the world. Und das ist die Art und Weise, wie die Praxis uns erlauben kann, in der Welt teilzunehmen, By seeing the situation indem wir die Situation sehen and not mediating that through our interpretations and judgments, but just seeing, oh, it's like this. und dieses Sehen ist dann nicht vermittelt durch unsere Urteile und Interpretationen, sondern wir sehen einfach, oh, das ist, wie es ist. Then I'll be like that. Und dann werde ich so sein. And not so bad to be like that for a while. Und es ist gar nicht so schlecht, so zu sein für eine Weile. It's not forever. Das ist ja nicht für immer. So whenever we feel that we are being insulted or treated badly, Wenn wir also fühlen, dass wir beleidigt worden sind oder schlecht behandelt worden sind, it's often a sign that we have an opinion about how things should be done. dann ist das nur ein Zeichen dafür oft, dass wir eine Meinung haben, wie die Dinge getan werden sollten. Of course, it doesn't mean that you can't fight against injustice. Das bedeutet natürlich nicht, dass man gegen Ungerechtigkeit nicht kämpfen dürfte. There's also a time to mobilize the fire element. Es gibt auch Zeiten, wo es wichtig ist, das Feuerelement zu mobilisieren. Or the wind element, to say something, or to write a letter, or to engage with someone and say this is wrong, to go on a protest outside an embassy about something you don't agree with. Oder das Windelement zu mobilisieren, etwas zu sagen, einen Brief zu schreiben, protestieren, auf einen Protest vor eine Botschaft zu gehen, wenn man mit irgendetwas nicht einverstanden ist. All of these behaviors are possible. Alle diese Verhaltensweisen sind möglich. The key thing is to make them fitting and not turned into part of your identity so that every weekend you're on a protest. Der Schlüsselpunkt ist, dass diese Verhaltensweisen passen müssen und nicht in unsere Identität verwandelt werden, sodass wir uns gezwungen fühlen, jedes Wochenende an einem Protest teilzunehmen. I know people in London who have been involved in Trotskyist politics for 40 years. Ich kenne Leute in London, die in trotzkistische Politik seit 40 Jahren involviert sind. And Trotsky, as we know, was an internationalist and believed in permanent revolution. Wie wir wissen, war Trotzki ein Internationalist und glaubte an die permanente Revolution. These people are out every weekend and many nights a week outside different embassies with placards and shouting and writing and selling their newspaper. Diese Leute sind seit Jahrzehnten jedes Wochenende und oft nachts draußen auf der Straße vor den Botschaften, tragen Plakate und Manifeste und Transparente und verkaufen Zeitungen und schreien und so weiter. A lot of what they are doing, I would agree with him. Eine Menge von den Dingen, die sie tun, ich wäre durchaus einverstanden damit. But they're caught up in it. Aber sie sind darin gefangen. This is their world view. Es ist deren Sichtweise der Welt. And there are many other ways to view the world. Aber es gibt viele andere Weisen, die Welt zu sehen. We can enter a matrix of economics, of politics, of cultural history, of gender politics. There are many, many interesting views to have, and parts of the world are illuminated from each of these viewpoints. Wir können in viele verschiedene Bezüge treten, Matrix von Wirtschaft, politische Matrix, Matrix der Ökologie oder der Geschlechterpolitik. Es gibt viele sicherlich interessante Sichtweisen, die Aspekte der Welt beleuchten.
So these 8 forms of Padmasambhava is an invitation to have many aspects to your life. Also diese 8 Formen von Padmasambhava sind sozusagen die Einladung, viele Aspekte in unserem Leben zu haben. And not to put Dharma in a special box. Und nicht den Dharma in eine besondere Box hineinzustecken. If Dharma is our link to the ground of being, the source of all manifestation, then everything, every aspect of our life, whatever it is, can be completely redolent in Dharma. Wenn der Dharma die Einladung ist, sozusagen den Grund unseres Seins, die Basis für alle Manifestationen zu sehen, dann ist natürlich jede Form, die man haben kann, eine Form, die auf diesem Grund geschieht und voller Dharma ist. It says that the mind is without limit. Wie es heißt, der Geist ist ohne Grenzen, Infinite. unendlich. Infinite means nothing outside because there's no border, no limit. Unendlich heißt, nichts ist draußen, denn es gibt keine Grenze, keine Begrenzung. Everything is Dharma. Alles ist Dharma. Smoking cigarettes is Dharma. Auch Zigaretten zu rauchen ist Dharma. Watching pornography is Dharma. Auch Pornografie schauen ist Dharma. If you recognize the nature of your mind. Wenn du dabei die Natur deines Geistes erkennst. If you don't recognize the nature of your mind, then it's just shit activity. Wenn du diese Natur nicht erkennst, dann ist es einfach nur eine Scheißaktivität. Nothing is forbidden. Aber es ist nichts verboten. But if you recognize the nature of your mind, there's many things you wouldn't bother doing. Aber wenn du die Natur deines Geistes erkennst, dann gibt es natürlich viele Dinge, die dich nicht wirklich rufen würden, getan zu werden. Because the doorways into these activities are anger, frustration, anxiety and so on. Denn die Tore, um in solche Aktivitäten zu treten, hängen mit Zorn und Frustration, Ängstlichkeit und dergleichen mehr zusammen. The key thing, again and again, is the one simple practice. Doing it as frequently as you can, for short periods of time. You can do it on the bus going to work. You can do it sitting in a cafe. Und der Schlüsselpunkt ist eben diese eine einfache Praxis, die wieder und wieder getan wird, so oft wir es können. Und die Umstände dafür sind beliebig. Das kann auf dem Bus zur Arbeit sein, das kann, wenn wir im Café sitzen, sein. Relax, open, and then the world is within the Dharma Dhatu. Und er sagt er noch, in kurzen Sitzungen das zu machen und jetzt sagt er dann entspannt und offen und das ist der Weg zum Dharma Dhatu. It's the domain of all the Buddhas. Und das ist der Bereich aller Buddhas. And our mind is manifesting as the Dharmakaya, the mind of all the Buddhas. Und unser Geist manifestiert sich dann als der Dharmakaya, der Geist aller Buddhas. This is the way we can continue to practice. Das ist die Art und Weise, wie wir fortfahren können zu praktizieren. So now, once again, our brief time together comes towards an end. Und jetzt kommt unsere, wie schon so oft, unsere kurze Zeit zusammen zu einem Ende. And we do a final practice. Wir machen eine abschließende Praxis. Just open and allow the mind to flow. Öffnet euch und erlaubt euren Geist zu fließen. In diesem offenen Zustand bieten wir jedes Verdienst, das in dieser Praxis und in dieser Situation entstanden sein mag, dem Wohle aller Wesen dar. The wheel of time keeps turning. Das Rad der Zeit dreht sich weiter. We had the beginning and the middle and now
Now we have an end. Wir haben einen Anfang, dann eine Mitte und jetzt ein Ende. I'd like to thank Robert for translating and also For me, thank you. and also for translating the book, which is a long and difficult task, but done very well. Fühlt sich gut an, das fertig zu haben. And I'd like to thank Ruth for organizing and holding it together here. Krishna for doing the video recording, which will be made available on Vimeo after a bit. Oh yeah. Hare Krishna. And of course, for everyone coming here and participating. Natürlich auch jedem, der hier war und teilgenommen hat. Because the quality of your participation is the field that I am moving in. Denn die Qualität eurer Teilnahme ist das Feld, in dem ich mich dann auch wiederum bewege. When I look around and I see your faces, this becomes an ocean and my little fish cell can swim around in it. Wenn ich umherschaue und eure Gesichter sehe, dann ist das sozusagen wie der Ozean, in dem mein kleines Fisch selbst herumschwimmen kann. But if you look bored and dissatisfied, then I'm like a beached whale. So luckily this time the water was flowing. Wenn ihr gelangweilt und unbefriedigt ausgesehen hättet, dann hätte ich ausgesehen wie Ein gestrandeter Wal. Collaboration. Aber diesmal war das Wasser fließend. And it's very sweet. We meet here, people coming for the first time seem to find a way in, and there's conversation going on. So hopefully it gives us a sense of how we can take this openness into the world. Und das ist sehr süß, denn auch Menschen, die zum ersten Mal hierher kommen, finden sozusagen ihren Weg rein und es gibt immer einen Austausch, eine Kommunikation. Und das kann uns ja wiederum auch einen Sinn dafür vermitteln, wie wir diese Offenheit auch in die Welt hinaustragen können. It looks as if in our time the fear of other people, the fear of strangers is increasing in all directions. Es hat den Anschein, dass in unserer Zeit die Angst vor anderen Leuten, vor allem von Fremden, zunehmen ist, in alle Richtungen am Zunehmen ist. So the more we can keep a sense of an open heart and an availability and a willingness to participate, this acts in some way as a counterpoint. Und je mehr wir ein offenes Herz aufrechterhalten können, eine Bereitschaft zur Teilnahme und zum Austausch, das kann in jedem Fall als eine Art von Gegengewicht wirken. So, this is the end. We have a date already for next year, if we are all still alive. Das ist das Ende und wir haben auch schon für das nächste Jahr ein Datum, wenn wir am Leben sein sollten. Yes, das ist der 23. bis 25. Juni. Nächstes Jahr sind wir wieder hier oben und der Donnerstag vorher wird natürlich auch wieder ein Vortrag in Freiburg stattfinden. Ich schicke es nochmal per E-Mail rum, glaube ich, das Datum, dann könnt ihr das euch schon mal vorstellen. Juni oder Juni? Juni. Und ja, ich habe noch ein paar Sachen, so organisatorisches jetzt am Ende, aber ich möchte erstmal Robert und James herzlich danken. Es ist immer jedes Jahr toll. Und ja, es ist, die Lydia hatte gestern Unglück mit ihrem Auto, es ist ein Reifen kaputt gegangen. Wir wissen nicht warum, wieso, aber wir werden das untersuchen lassen. Das wird, wir werden da wirklich gucken, was das war, ob das jetzt ein Fehler vom Material war oder auch mutwillig kaputt gemacht wurde, weil sie da drüben geparkt hat. Und das werden wir klären. Aber
egal wie es ausgeht, die Geschichte, würde ich gerne, dass sie mit einem guten Gefühl nach Hause fährt. Und wir einfach nochmal sammeln, damit sie sich einen neuen Reifen kaufen kann. Ganz einfach. Also ich muss Das dazu fände sagen, ich der echt Reifen war neu. Ja, es war neu. Ja, Die ja. Lage neu, also schon Ja. komisch. Sie hat also wirklich nagelneue Reifen drauf. Ja. Okay, kann man viel mutmaßen. Wir werden das auf jeden Fall wirklich prüfen lassen. Ich finde, das ist gut. Und wenn es irgendwas Mutwilliges war, denke ich, ist es gut, wenn wir auch reagieren. Und wenn es halt Pech war, dann jo. Auf jeden Fall hat sie dann nicht den Schaden. Das ist mir wichtig, weil für sie ist es sowieso, also es ist jedes Mal, es ist so viel Arbeit und sie hat ja eigentlich eine regelmäßige Arbeit. Ja. Und das noch zusätzlich zu machen, ist für sie schon wirklich auch sehr viel Energie. Wer ist denn Lydia? Die blonde Frau in der Küche. Oh. Oh. Wichtigste. Ja, genau. Die Köchin. Und wenn Lydia ausfällt, wir versuchen die ganze Zeit schon jemanden zu finden, der das vielleicht dann sie ersetzen könnte, aber es ist ganz schwierig und es wird dann auch wesentlich teurer noch werden, wenn wir da jemand anderen engagieren müssen. Also von daher hoffe ich, dass sie nächstes Jahr wiederkommt und gesund ist und ja. Gut, dann hätte ich noch die Bitte, dass ihr die Bettwäsche, die Leute, die hier im Haus sind, Bettwäsche abzieht und dann irgendwo hinlegt, einfach so aufs Bett legt, damit die eingesammelt werden kann. Dann hier auch aufräumen, die Matten wieder wegtun. Und hat jemand bei Ammerschläger übernachtet? Da ist irgendwo hier im Dorf, bei irgendeinem Vermieter, ist irgendwie nur teilweise zu mir rübergekommen, die Nachricht, ist ein Kissen liegen geblieben. Also es ist weder Strickmatter noch ist es Wegscheider, also irgendwer. Jo, das wäre es von meiner Seite aus und ich danke euch auch dafür, dass ihr auch immer einfach tolle Gäste seid. Kannst du etwa sagen, was so ein Reifen kostet, dass wir uns das da rein teilen können? Ach Gott, das habe ich jetzt nicht nachgefragt. Der Rest. Ich glaube, wenn wir 100 Euro zusammenkriegen, ist es gut. Ja. Ja, denke ich auch. Porsche. Und dann Mit Wechseln und Ahnen. Ja.